Servus, grüßt euch, eine weitere Folge Artist Talk. Heute mein Gast Takino. Er hat Kai, seinen persönlichen Leibwächter, dabei und Amito die Pumpkin. Gebt euch Bö. Diese sogenannten Rapper sind nicht weit gekommen. An roher Diamant, na keiner hat mich mitgenommen. Steige auf wie der Phönix aus der Asche, Digga. Deine Jungs und dein Hype sind mir Latte, Digga. Neuperlach ist mein Land, hier werde ich auch verbrannt. Schulzier durch die Hut, bin im ganzen Land bekannt, Digga. Jetzt versammeln sich die Rapper, wo kommt ihr alle her? Wenn ich im Studio bin, bist du noch im Pausenhof. Ich bin stundenlang am Ackern, pausenlos. Sei dir sicher, dass ich hole, was mir zusteht. Live auf RTL, du kannst mir dabei zusehen. Yeah, von RTL bis in die Soundstar Studios. Heute mein Gast Takino. Mein Name Molos19, was geht ab, bruh? Oh, danke für die Einladung, ich fühle mich geehrt. Wie geehrt, Bruder, du bist hier schon ein Stammgast jetzt nach unseren legendären Reaction-Show. Ja, die war sehr, sehr legendär. Ich habe dir vorher schon erzählt, wie legendär sie war. Ja, wie legendär war sie denn? Also, sagst du, wenn man Hotbox und ich als Nichtraucher. Er nennt es einfach Hotbox. Es war eine Hotbox, Alter. Bruder, das Zimmer hat 70 Quadratmeter. Ja, aber wenn man da zu 5 statt 6 drin ist und zweimal habt ihr Fenster aufgemacht, zweimal in diese 3 Stunden oder so. Und ich sitze so voll höflich nebendran und ich wollte nichts sagen. Ich so, Wahnsinn, und ich zitze so meine Scheiße. Spezies. Ich denke mir so, Digga, scheiße, Mann. Aber jetzt bist du ja wieder nüchtern Ja, und fresh beim Artist Talk, Alter. Yes. Erzähl mal kurz, wer du bist, was machst du? Was machst du überhaupt? Also, was mache ich hier so? Ich bin Rapper und Produzent aus München-Neuperlach und versuche ein bisschen zu rappen in München. Ein bisschen zu rappen? Ich versuche es zumindest. Ich versuche ein bisschen zu rappen. Mit Amito von der Rapperbahn? Mit Amito von der Rapperbahn. Am Schutz vom Kai Pflaume, Bruder. Vom Kaiser. Der Kaiser ist unser Security. Mit Shira und Sachbi. Sehr gut, sehr gut. Ja. Sachbi sorgt für die Einschaltquoten, Bruder. Sachbi ist unser junger Chris Brown. So hat ihn Mike J damals genannt. Aber ich glaube, der macht mittlerweile eigentlich, haut am meisten so von euch raus, so am Stück, Sachbi? oder? Sachbi macht sehr, sehr viele Hörproben auf Instagram. Der ballert richtig so. Neben ihm, ja, dann komme ich. Shira ballert auch. Und Amito, der braucht halt 2 Jahre für ein Album. Ja, aber wir hoffen mal, dass die Verkaufszahlen ihm weiterhelfen. Ja, ich glaube nicht, aber. Es tut mir leid, Amito. Amito, underrated. Ich küsse dein Herz. Gibt's euch aber trotzdem mal Amito sein Album. Rabiat. Hier von Takino Entertainment. Genau, zum Free Alles Download. auf jeden Fall gute Jungs. Erzähl mal, mit wem hast du angefangen zu rappen und warum hast du angefangen zu rappen? Oh, mit wem habe ich angefangen zu rappen? Ich habe ursprünglich habe ich damals Hip-Hop getanzt. Ich habe Breakdance getanzt. So, doch, ich habe damals Breakdance getanzt und ich war damals voll der Michael Jackson-Typ. So, ich habe diesen Moonwalk damals gemacht und so, im Jutz damals. Und da habe ich getanzt und dann habe ich das nicht mehr getaugt. Und dann habe ich damals im Kindertreffpunkt bei uns um die Ecke, in der Hut, habe ich damals mit Ernst meine ersten Texte geschrieben. So dort, mit dem Sozialarbeiter damals. So ein Jugendarbeiter. Und hat sich dann so entwickelt, dann habe ich im Treppenhaus damals Texte geschrieben, aber wir hatten keinen Ort damals irgendwie, wo wir rappen oder wo wir aufnehmen. Und hat sich alles so ergeben und dann habe ich meine erste Aufnahme in einem Jutz gemacht, damals im KJZ hinter Pep. Da habe ich 20 Euro, glaube ich, damals gezahlt für eine Stunde und da habe ich damals meine ersten Aufnahmen gemacht. Dann hat sich das alles so entwickelt und jetzt sitze ich hier. Neuperlach ist ja so stark vertreten in München mit Rap-Map. Da haben ja viele jüngere Leute bestimmt Bock. Ja. Heute leitest du selber das Jutz zum Großteil in Sachen Musik auf jeden Fall. Safe. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Also mittlerweile arbeite ich im Perlacher Herz als Jugendleiter, eine soziale Einrichtung bei uns um die Ecke. Und da arbeite ich mit Jugendlichen zusammen. Wir haben auch dort ein Tonstudio, also was auch unser Tonstudio ist, da arbeiten wir auch privat drin. Und da rappe ich mit den Kids, so Rap-Workshops. Das heißt, Kids können kommen und sagen, Takino, was geht ab? Ich habe auch mal Bock, Mucke zu machen. Ja. Gibt Songwriter-Kurse irgendwann oder gibt es sowas? Oder wie muss man das verstehen dann? Also meine Kids aus der Hut, die nennen mich alle Ramon. Da nennt mich keiner Takino, das will ich auch nicht. So, ich möchte so persönlich mit denen auf persönlicher Ebene mit denen einfach chillen. Und dann
kommen die einfach zu mir so, ey, so sagen die so, ja, die kommen dann selber so, ich hab Bock auf Mucke oder so, Musik, lass mal ein bisschen was machen. Und dann schreibe ich mit denen ein paar Zeilen, dann nehme ich das einfach mit denen auf, so damit die in Berührung erstmal kommen, weil ein kompletter Song geht wahrscheinlich eh noch nicht mit denen. Aber so ein paar Zeilen und dann, bisschen näher das Mikro. Ein bisschen näher, oder? Geht das so? Ein bisschen näher. Ich will nicht übersteuert klingen. Ja, nicht, dass du noch Albträume kriegst. Nicht, dass ich... So ein Ding. Nee. Nein, da cutten wir jetzt. Hör auf, sonst steigern wir uns. Ja, genau, wir müssen jetzt schon abbremsen. Na, aber du hast mir gerade vorhin noch privat erzählt, dass mittlerweile eigentlich jeder von deiner Crew irgendeinen Posten hat, auch im Jugendzentrum. Ja. Jugendarbeit leistet sehr stark. Ja. Außer die Shira, die schläft aus, ich hab's gesehen. Sie ist immer gut und sie schläft lang, Bruder. Shira ist die chillige von uns, aber der Rest ist bei uns im Bellach Herz tätig. Amito ist für den Sport zuständig und Sachbi macht Kickboxen. Und da arbeiten wir als Team zusammen. Wie ist es damals eigentlich zum Feature mit Großes K gekommen? Ich weiß noch, du hast damals schon versucht, ein Monster-Track so auf die Beine zu stellen mit vielen Oldschool-Leuten aus München. Ja. Und dann war das eigentlich so auf Eis gelegt und dann zack, Feature, Großes K. Ich wollte damals ehrlich gesagt schon immer ein Feat mit Großes K, weil Großes K ist in Neuperlach einfach so Großes K. Der Bürgermeister. Er ist der Bürgermeister aus Neuperlach und ich habe damals selber seine Songs gehört. Und da habe ich damals öfters mal angefragt als kleiner Pisser. Aber er war halt so nett, hat gesagt so, ja, schauen wir mal, so auf den. Plan was und dann schauen wir. Aber war normal und ich denke mir so, warum machen wir jetzt kein Feat? Aber so jemand wie er dann, so jemand wie mit mir dann damals Musik gemacht hätte, wäre cringe und peinlich gewesen für ihn. Und dann irgendwann mal kam halt wirklich ein Feature zustande, und zwar vor 2 Jahren. Und auf mysteriöse Art und Weise. Creed, oder? Es war genau, es war der Song Creed, aber der hieß damals komplett anders und ich hatte einen komplett anderen Part ohne Shira. Aber der Song ist damals nur von uns beiden dann verloren gegangen. Ich habe die Datei nicht mehr gefunden auf der Festplatte. Und wirklich fast nach knapp 1 Jahr, finde ich, habe ich den Song wieder gefunden. Und habe aber gesagt so, Digga, das bin nicht mehr ich. Ich habe mich gesteigert, auch vom Quali her. Habe ich Shira gesagt, bitte mach eine krasse Hook drauf. Ich habe einen Part komplett neu geschrieben. Aber Kandalas Part ist noch genauso wie frisch eingerappt. So genau dasselbe. Habe ich ihm den geschickt. Er so, krass, lass sofort machen. Ja, Mann, auch dopes Video dann dazu gedreht. Ja, ein Own-Taker. Von Figaro Artworks. Figaro Artworks. Sagst du mal Figaro Artworks? Figaro. Normal, Alter. Nee, ist Figaro Artworks, ja. Der Bruder, Grüße gehen raus, Habibi. Auf jeden Fall schade, dass er heute nicht dabei ist. Sehr schade, aber ja. Hätte auch mal erzählen können, ein bisschen was, wie das abläuft und so. Auf jeden Vielleicht Fall. Irgendwann beim Das Leben ist hart Podcast. Ja, das passt, glaube ich, gerade zu ihm. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Und was hast du in der nächsten Zeit vor mit deinem Label? Letzte Albumveröffentlichung von Amito. Wie heißt das Album? Also Amitos Album heißt Rabiat und was habe ich vor und wann wird was released? Also wir haben jetzt noch keinen konkreten Release-Plan, aber wir haben vor, mehr auf Spotify zu releasen auf jeden Fall. Und dieses Jahr... Und halt den Algorithmus. Ja genau, einfach ein bisschen mit Spotify wieder ein bisschen was machen. Und aber ich glaube, dieses Jahr kommt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Aber ich glaube, für nächstes Jahr haben wir ein bisschen mehr raus. Also Weihnachten kriegt man auch gar nichts von Takino. Ich weiß nicht, vielleicht hat da der Nikolaus was im Sack. Mal schauen, was da kommt, ne? Und in Silvester schießen die Pistolen, Bruder. Im Silvester, da wird geknallt. Du weißt Bescheid. Ja, da wird geknallt, aber nicht mit Platzpatronen. Und nicht nur die ganzen Luftpumpen. Ja, genau. Genau, wie gesagt. Aber das Album hast du jetzt komplett produziert auch vom Amito. Genau, das habe ich über 2 Jahre komplett wirklich produziert und man merkt wirklich an der Qualität, wie ich vor 2 Jahren gearbeitet habe und wie ich heute gearbeitet habe. So auf den. Wir haben den letzten Song, der heißt 32 Bars auf das Album. Der ist der neueste, da bin ich auch selber vertreten und da merkt man wirklich die Qualität von jetzt und von damals. Aber wie oft bist du da vertreten und sind da auch andere Künstler vertreten von dir oder ist es mehr so solomäßig? Eigentlich wollte Amito ein komplettes Solo-Album machen und er wollte mich nie als Feature drauf haben. Also vor einem halben Jahr hat er noch gesagt, weil er immer gesagt hat, du verarschst ihn zu viel, sei ehrlich. Ja, könnte vielleicht daran liegen. Er hat gesagt, nicht relevant, nicht das, sei ehrlich. Könnte vielleicht daran liegen, warum. Aber er meinte Solo-Album und am selben Tag, wo es released hätte werden sollen, haben wir noch schnell einen Song gemacht. Auf ganz schnell. Und da haben wir es released. Also es war sehr, sehr spontan.
Aber du hast auch gesagt, Tracks noch verloren, einen Track vergessen, überhaupt drauf zu machen. Ja, wie gesagt, wenn du über 2 Jahre wirklich ein Album aufnimmst, so über geil. 2 Jahre. Und ihr kifft nicht mal und euch passiert so. Nein, also wirklich, keine macht den Drogen, no front, aber wir haben zu viele Songs gemacht. Er hat privat noch, ferner vom Album hat er noch selber Songs gemacht und dann habe ich gemacht und über 2 Jahre, der ganze PC ist voller Songs. Und dann musst du dir denken, wir haben 3 Ordner, wo Amito Rabiat draufsteht. Amito Rabiat 19, Amito Rabiat 20 und Amito Rabiat 2021. Über 2 Jahre. Und da ging einfach 1, 2 Songs immer verloren gegangen. Aber was ist jetzt so dein Favorite-Song auf dem Album? Also, an sich, ich habe das Album noch nicht komplett durchgehört. No front. Ich hab's also produziert, ihr wisst Bescheid. Takino Entertainment, ich hab's noch nicht komplett durchgehört, aber ich habe da schon meine Favoriten. Der letzte Song mit mir und ihm, der taugt mir wirklich. Aber da habe ich ein bisschen härter ausgeteilt. Also vorhin haben wir das Thema gehabt, ob du Gangster-Rap machst oder nicht. Ja, weil du gesagt hast, wegen der AK. Den Vorspann ja, so an. Ja. Dann schaue ich mir deinen letzten Reel an, AK, Giesing Inc. ist Support, ist da auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen raus an Jakobi, mein Bruder. Bist du überhaupt selber tätowiert, oder? Ich bin selber tätowiert, ich habe 3 Stück und demnächst bald mein 4. Und zu Promo-Zwecken sagst du dann immer, wenn ihr 500 Mal geliked habt, dann zeige ich euch. Na, Quatsch. Wenn schon, dann würde ich schon ein bisschen die Hose fallen lassen ab 500 Likes. Euler, ihr wisst ein bisschen Haut würde ich zeigen, ein bisschen Haut. Ihr wisst Bescheid, Bravo, diese 6 Seiten. Ja, genau, da sieht man mal mich mit so Sternchen hier so drauf. So abgeklebt, weißt du, was ich meine? Boah, scheiße, Mann. Ja, so in der Art. Ja, aber geil. Ja. Du hast aber gesagt trotzdem, dass ihr ein Mixtape raushauen werdet, jetzt bald als Label komplett. Ja, also wir haben ja über 1 Jahr Songs gemacht, also gerade nicht wenige. Und da haben wir einfach gesagt, wir machen einfach ein Mixtape, weil ein Mixtape muss keinen roten Faden haben. Da kannst du einfach auf blöd Songs draufhauen. Wenn es Remixes sind, Features, meinetwegen sogar instrumentale Scheiß drauf. Es sind einfach nur pure Musik. Und da haben wir gesagt, wir hauen einfach die krassesten Songs darauf und dann tun wir die veröffentlichen. Natürlich mit Promo, Video. Das sind aber auch dann Songs von teilweise von vor 2 Jahren so ungefähr. Ja, und ich denke 1 Jahr, weil wir haben wirklich erst angefangen, als Shira und Sachbi gesigned wurde bei uns, bei Takino Entertainment. Und ab da haben wir wirklich auf blöd Songs gemacht. Shira hat sehr, sehr viele Songs. Amito hat ein bisschen Songs, weil der ist mit dem Schreiben nicht so schnell wie Sachbi zum Beispiel. Aber Sachbi hat auch übelst viele Songs. Der hat auch richtig viele Hörproben raus. Weil der weiß nicht wohin mit den Songs, genau wie ich. Normal. Aber in welche Richtung gehen die Künstler, so dass man sich auch mal ein bisschen vorstellen kann? So? Also ich glaube, bei uns ist das Krasse, wir haben jede Art von Musik, glaube ich. Fast jede. Also Amito macht die härtere Schiene, wie man schon hört. Amito die Pumpgun. Amito die Pumpgun. Shira macht eher so... Shira ist sehr, sehr speziell. Man könnte es mit so die Richtung, was Hava und so macht. Also Shira ist mehr so auf schnellere Beats. Und die singt halt und macht so das Laufding. Ich sage Elliot so. Wenn es noch ein bisschen Gas gibt und noch mehr so ein bisschen, wie sagt man, nicht bitchig, so gangstermäßig Neuperlach Blocks Supporting macht. Ja, so. Ich glaube, ja. Dann könnte man schon gut vergleichen. Shira kann auch sehr, sehr krass rappen, also auf das Mixtape, sie kann schon spitten, also die tut schon ein paar Rapper aus München schon im Schatten stellen, ich bin da ehrlich, wenn die spittet. Also wie gesagt, sie macht eher so Laufding, so für Laufding, wo man so chillen kann. Aber auch so clubmäßig. Und Sachbi macht eher so die Jamule-Richtung, so chillige Vibes, Autotune. Jetzt hast du es erwähnt, Bruder. Was habe ich denn gesagt? Durfte ich nicht sagen? Jetzt nicht Jamule. Ist doch gut, kannst du dran schreiben in der Bio, Takino über Jamule, das wird Hava jetzt so kommen, Bruder, du weißt, dass es kommt. Ja. Na, aber hast du nicht mitbekommen, Jamule-Skandal? Habe ich schon mitbekommen, aber ich habe das nicht so krass verfolgt. Das, Tänzerinnen dürfen nicht schwarz sein. Okay. Er schreibt im Privatchat über seine Ex, glaube ich, oder eine Geliebte, dass über sich jetzt lieber von 10 Endpunkt ficken lassen will und bla bla bla. Ich weiß nicht. Und auf jeden Fall war am 5.6. ein Konzert von ihm hier im Call Me Trailer. Mhm. Und die wollten das Konzert aufgrund der Skandale.
der Skandale nicht absagen, wollten es trotzdem durchziehen, haben es auch durchgezogen, weil sie gesagt haben, dass sie halt dann Strafen zahlen müssen, das sind ja alles Verträge, wir wissen ja, wie es halt läuft so. Ja, safe. Und dann sind Münchner Rapper teilweise, Ben Anur zum Beispiel oder Sonny the Don, die waren dann mit einer schwarzen Community vor dem Club mit Megafon und gegen Jamule und dass die Leute halt nicht auf sein Konzert gehen sollen wegen diesen Rassismusvorwürfen und dass keine andere Stadt würde ihm auftreten lassen außer München, deswegen will er jetzt in München was machen und bla bla bla. Und die wollten das halt nicht so stehen lassen irgendwie. Also ich habe das gar nicht mitbekommen und so, ich weiß nicht, gar nicht. Also ich habe zwar mitbekommen, dass da Beef gab, also dass das so skandalmäßig gab, aber ich wusste auch nicht, dass das irgendwie gegen jemanden Schwarzen war oder so. Doch, also da sind so Nachrichten gekommen von einer Agentur, dass er immer Tänzerinnen bestellen würde, extra mit dem Vermerk, keine schwarzen Frauen. Echt jetzt? Obwohl er selber Schwarzer ist, Bruder. Jamule. Oder? Jamule ist nicht schwarz. Ist er nicht schwarz? Nein. Ich dachte, der ist so nein. Kokosnuss. Aber von der Verteidigung, ich hatte selber eine schwarze Freundin. Wie komme ich gerade? Ich habe den gerade verwechselt. Ich weiß nicht. Von der Optik im Kopf. Vielleicht hast du gerade an Sachbi gedacht. Sachbi ist schwarz. Ja, deswegen vielleicht. Sachbi ist so Brownie-mäßig. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt dieser Jamule-Skandal. Ja, habe ich nicht mitbekommen, aber Sachbi bestimmt. Ja. Ja, da ging es auf jeden Fall ab. Ich glaube, einen Tag später ist er noch in Q-Club oder so aufgetreten, auch in München. Ich weiß nicht, ob da auch noch was war. Aber auf jeden Fall ganz, ganz strange Geschichte. Ich war kurz davor hinzufahren und so ein bisschen zu berichten für Battlefield 089 Rap Magazine. So. Okay. Aber dann hat es der rasende Reporter. Ja, normal, dann hätte es gepasst, der rasende Reporter. Bruder, der rasende Reporter, ihr wisst Bescheid. Safe. Ja, ich hab's, aber so auch jeder machen, was er will. Klar, es ist scheiße, wenn das wirklich so stimmt, dass er wirklich mit vermerkt immer gesagt hat, so, Alter, keine schwarze Tänzerin. Aber ich weiß nicht, ob es da Beweise gab oder nicht. Ja, Bruder, allgemein muss man halt mal sagen, so ist halt auch schade für die Leute, die da Karten gekauft haben, die mögen den wahrscheinlich dann die von der Seite ja, ist halt madig, aber einen Rassisten oder so. Wer weiß, vielleicht haben das auch für Promo gemacht. Ich weiß nicht, was bei Life is Pain abgeht. Ja, aber ich glaube Ben Anur nicht, der ist ja mittlerweile ein stark vertretener Aktivist, der ist auch überall in den ganzen Aufsichtsräten und bla bla bla, der hat auch dann Schriftkontakt gehabt mit dem Club. Okay. War auf jeden Fall ein kurzer Hotspot in München wieder. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wann war denn das, Alter? 5.6. Scheiße. Wo war ich da? Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr verpeilt, ich weiß es nicht. Ja, ist auch eigentlich unrelevant, so, aber weil du gerade Jamule erwähnt hast, so, wollte ich das mal aufgreifen zu dem Thema. Ja. Was hältst du generell davon, dass die Leute denken, so allgemein, ja, was nicht da und da funktioniert, da mache ich das in München, da geht es, da sind die Leute pfeifen so ungefähr, die scheißen drauf, was ich für ein Image habe. Boah, ich weiß nicht. Jede Städte hat ja andere Konsumenten und auch andere Menschen, die mit anderen Hinsichten. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, ist eigentlich Bayern und München einer der strengsten Sachen. Darum sind auch voll selten irgendwelche Rapper hier, die einfach so chillen oder so. Weil die kommen von Berlin oder so und werden hier dann direkt mal 10-mal kontrolliert gefühlt. Weißt du, was ich meine? Als wenn das die Bullen... Weißt du, was ich meine? So auf denen so... Sogar Method Man wurde erwischt mit 100 Gramm Gras auf der Donnersberg. Das habe ich gehört und ich habe gehört, dass Sido auch mal hier in München war und da wurde dann auch direkt kontrolliert oder direkt Stress gehabt. 187 auch, wurde im Olympia aufgetreten. Oder als Mois hier in München war, ein YouTuber, die haben ihn direkt gebumst, hier in München, direkt gebumst. Denke ich mir so, so weißt du, was ich meine? So, München ist eigentlich einer der strengsten, wenn es um so Gesetze angeht, aber wenn so Shitstorm, weiß ich nicht. Soll jeder machen, was er will. Du hältst dich von sowas auf jeden Fall lieber fern. Also, ja, ich will auch da meine Zeit nicht investieren, so irgendwie mir eine Meinung darüber zu bilden und so. Klar finde ich es scheiße, wenn man jetzt sagt, Alter, man will jetzt diese Menschen bevorzugen, anstatt Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder anderen Gewicht oder Herkunft. Das finde ich natürlich scheiße. Aber jetzt
mehr will ich mich auch gar nicht dazu äußern oder einmischen. Jetzt weiß ich, wie ich darauf gekommen bin, dass Jamune schwarz ist, weil Manuelsen mit ihm damals auch diese Rassismus-Dinge gesprochen hat. Und deswegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das gerade selber gewurmt. Nein, Mann. Muss man sich mal geben. Auf jeden Fall, es gibt ja immer jetzt so, geht es immer mehr um Rassismus, auch in Hip-Hop und dies und das. Ja, ist up to date. Wie merkst du das bei euch im Jutz zum Beispiel? Also ja, klar merkt man das, wenn Kids sich gegenseitig irgendwie beleidigen aufgrund ihrer Herkunft, weißt du, was ich meine, oder Hautfarbe. Dann gehe ich auch immer dazwischen und sage, ey Jungs, ey, das ist nicht cool so. Aber es ist auch nur minimal selten. Weil du bist ja selber Zigeuner. Ja, ich bin Zigo. Also hast ja selber so gesehen eine kleine Vorgeschichte. Ja, safe. Von deiner Herkunft her so. Safe, also Vorurteilen, siehst du es. Ich tue mich ja selber für die Zigo-Community sehr hart irgendwie, wie nennt man das nochmal? Arrangieren? Arrangieren. Ja. So, ich war zum Beispiel eine Zeit lang an der U-Bahn, da sind nochmal diese Reklametafel. Und da gab es damals so ein Dings da gegen Antiziganismus, so ein Dings da, und da war ich so fett drauf mit dem Bild. Und das ging über Wochen lang. Das Kino, das Werbegesicht für den Kampf. Das ist richtig witzig, dass wir wirklich gesagt haben, so, das hieß, ich bin Münchner, ich bin Sinti. Das war von der Stadt München und die haben mich vor 2 Jahren da gefragt und ich habe dann okay, ja gesagt, habe dann ein bisschen Honorar bekommen und dann kam das wirklich erst vor ein paar Monaten raus und ich habe das gar nicht mitbekommen. Und ich sehe die ganze Zeit, wie immer Leute von mir die ganze Zeit irgendwelche Videos schicken, wie ich irgendwo random U-Bahn-Tunnel, U-Bahn, sonst wo oder Zeitung einfach so mit meinem Gesicht drauf bin. Mit so einem Sonntagslächeln, weißt du, was ich meine? Aber du warst ja auch schon mal bei RTL, oder? Ja, zweimal. Ja, zweimal war ich bei RTL. Und jetzt TV München, oder was? Ja, das war nicht TV München, das war aber so eine Initiative. Ich kann kein Deutsch, sorry. Das war so, ja, genau, Gesundheit. das war so ein Dings da von der Stadt München gegen Antiziganismus. Und ich war auch schon in Berlin dafür, weil die damals dieses Denkmal für die Sinti und Roma, die im KZ gestorben sind, das wollten die damals abreißen in Berlin. Und da sind wir auch rübergegangen, haben da ein bisschen gequatscht, haben da einfach Präsenz gezeigt und so. Also ich setz mich schon dafür ein. Ich zeige es zwar nicht öffentlich, aber ich setze mich dafür ein. Aber TV München wollte jetzt zu dir dein Label vorstellen, oder? Nicht TV München, das war damals, ich war vor... Servus TV oder was? Nee, das war anders, das war Armes Deutschland. Da hatten wir eine Anfrage, schau. Nein, den Takino wollen sie wieder ausschlachten. Ja, das war so, wir waren damals, war bei RTL bei uns einen Tag lang und haben uns begleitet, wie wir so arbeiten. Und die Johanna, Grüße genauso an Johanna, die war richtig cool, das war so die Redakteurin. Und wir hatten dann noch so im Nachhinein noch Kontakt und Armes Deutschland hat sich bei Johanna gemeldet und die wollten mich haben. So haben gefragt, so hat der Ramon vielleicht Bock drauf. der hat so arm ausgeschaut, den müssen wir ausstrahlen. Und Johanna sagt so, ja, hier ist die Nummer, die ruft dich mal an. Ich weiß nicht, was sie macht. Also Johanna wusste, glaube ich, selber nicht, dass Armes Deutschland ist. Und dann haben die mich angerufen und haben so gesagt, so ja, wir hatten Bock drauf, wir haben gesehen, du bist ja authentisch und so, du machst das cool. Und ich so, ja, okay, um was geht's denn? Sagt sie so, Armes Deutschland. Und ich bekomme am Telefon einen Lachkrampf, Digga. Ich denke mir so, nein, Mann. Ich so, sorry. Ich glaube, nein, das muss ich absagen. Ehrlich, diese Sendung ist übel. Also ich finde, die diskriminiert die Leute und die machen Entertainment auf den Kosten von den Leuten, die gesellschaftlich voll abgehängt sind, so. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute schauen solche Scheiße nur an, um sich selber besser zu fühlen, weißt? Die denken immer so, ich habe ein scheiß Leben. Dann sehen die einen, wo es noch schlechter ist und fühlen sich dadurch besser, keine Ahnung. Ja. Weil wie verkauft sich so eine scheiß Show, wenn du im Frankfurter Bahnhof die Fixer zeigst, wie sie sich in den Hals reinballern und alte Leute, die von ihren Hartz IV nicht leben können und keine Ahnung, Katzenfutter essen. Das ist doch nicht normal. Ja, aber schau mal, das RTL. Und ich war damals, vor 3 Jahren, war ich auch bei so einem Format, das hieß Armes, Reiches Deutschland. Das war mit Cindy aus Marzahn, Ilka Bessin, das ist auch eine Reporterin, die hat damals Comedy gemacht. Und die habe ich damals auch einen Tag lang begleitet. Und da habe ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf, aber ich werde jetzt nicht angezeigt oder so. Weil ich habe einen Vertrag unterschrieben. Auf jeden Fall, da habe ich ja so schon ein bisschen gesagt bekommen, was ich sagen soll. Das war so ein bisschen Drehbuch, so ein bisschen drehbuchmäßig und da stand auch drin, ich darf mit niemandem darüber reden. Aber es war vor 3-4 Jahren. Ich glaube, ich bin schon aus dem Vertrag raus. Glaube ich schon. Und auf jeden Fall, da
haben die mir gesagt, ja, mach das mal lieber so und so, mach mal lieber so und so, weißt du, was ich meine? So im Großen und Ganzen war ich selber. Die haben auch für mich Werbung gemacht, so Grüße gehen raus, wirklich, aber klar sagen dir das Format, was du machen sollst und wie du es verpacken sollst. Weil ich glaube, die Leute, die da mitmachen bei solchen Serien wie Armes Deutschland und so, die sind zwar schon sozial am Arsch und auch finanziell am Arsch. Ich hab da gesehen, diese Heroin-Junkies, die zeigen so im Bahnhofsviertel. Ja, aber die sind real, die sind real. Ja, normal, aber du musst real, denken, aber musst du den Leuten sowas zeigen, aber, Digga? Ja, das so, hat dir... Das hilfst du dem damit, schick dir mal lieber einen Sozialarbeiter oder ja, keine safe. Ahnung. Du musst denken, das RTL zahlt halt den Leuten so ein Honorar von 150 Euro. Und dann sagen, weißt du, und dann klar sagen dann die Leute so, ja klar, damit die sich was kaufen können. Weißt du, und dann lassen die sich einfach filmen, so richtig hemmungslos. Ich sag ja, so richtige ehrenloser Verein eigentlich. Ja, so, das macht man nicht. Aber das sind die Medien, weißt du, was ich meine? Und Leute zu Hause... Ja, nicht alle, es gibt schon so positive ja, Sachen. Ja klar, aber es gibt ja manchmal so Belustigungssender wie RTL, Pro7, die sind geil drauf. Und dann schauen es solche Leute dann zu Hause abend, so 20:15 Uhr dann zu Primetime, hocken sich dann zu Hause. Weißt du, was ich meine? So mit der Familie oder mit Leuten, die essen dann so schön zu Hause Popcorn, dann pfeifen und dann ziehen sie sich das rein. So, ich ziehe mir das auch manchmal rein und dann bekomme ich Mitleid mit den Menschen, ohne Witz. Normal, mich macht und sowas ich bin eigentlich ich bin ein gläubiger Mensch. Ich fange da an, für diese Menschen zu beten. Obwohl ich diese Menschen nicht kenne, aber ich bete dann für diese Menschen, weil ich mir dann denke, krass, so wie krass muss man am Arsch sein, dass man dann sogar so sagt, film mich einfach dabei, wie ich mir die Nagel gebe und dann ganz kurz weg bin. Weißt du, was ich meine? Wie krass am Arsch muss man dann sein, wie verzweifelt. Normal, wie man echt drauf so scheißen kann. Das sind arme Seelen für mich. Das sind arme Seelen für mich, ganz ehrlich. Und mir war es schon peinlich, dass ich damals bei dieses armes, reiches Deutschland war, weil es hieß armes, reiches Deutschland. Ich war halt unter Kategorie arm. Reich war ich nicht, weißt du, was ich meine? So immer noch nicht. Und hätte ich jetzt gesagt, armes Deutschland mache ich, das wäre mir echt zu hart gewesen, weil ich habe dann keinen Bock, weil mittlerweile versuche ich so... Ich finde, du passt auch nicht. Ich passe da auch nicht rein. Wahrscheinlich, Macher, wahrscheinlich hätten die dann gesagt, so ja, mach mal ein bisschen das. Das gerade schafft. Ja, oder das so, ist der Freizeitrapper, der manchmal ins Jutz geht und versucht, Gangster-Rapper zu werden. Der hatten die so eine Bushido-Musik im Hintergrund laufen lassen. Normal, weißt du, was ich meine? So, ich war nie ein Rapper, ich habe mir alles selber... So ein Bullshit, weißt du? Wir kommen. Ja. Das Wodka, oh. Weißt du, sowas wollte ich mir einfach nicht geben, so. Ja, normal, Bruder. Aber wie schaut es eigentlich bei dir aus? Gibt es auch mal Features so außerhalb von München? Jetzt, wenn wir schon Frankfurt erwähnen, Berlin warst du auch mit deiner Vereinigung gegen Rassismus. Gibt es auch Musik, so, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, mit dem einen oder anderen aus einer anderen Stadt was zu starten? Also, das ist zwar madig, aber ich bin halt null connected mit anderen Rappern aus irgendwelchen Städten. Und das finde ich persönlich schade und ich versuche auch jetzt öfters im Jahr einfach nach Berlin zu fahren und da einfach zu chillen, erstmal ein paar Videos zu drehen dort und einfach ein bisschen Connection zu sammeln. Ich habe zwar da ein paar Kollegen, die machen halt keine Musik. Aber einfach Kontakt normal, aufbauen. Aber auch vielleicht einfach mal über online anschreiben. Das kannst du nicht vorstellen? Ja, ich habe halt keine Newcomer, so, die auf meinem Level sind. Jetzt nicht no front, aber so in Berlin machst du ein paar Jahre Musik und dann wirst du Fame, gefühlt. Weil in Berlin jeder sich gegenseitig pusht. Weißt du, was ich meine? Und da ist halt schwer, dann einen zu finden, der ungefähr auf mein Level ist. So, ich bin jetzt kein No-Name mehr, aber ich bin jetzt auch nicht überkrass Fame, dass ich sage, ich will jetzt 250 Euro pro Nase, wenn ich zu deinem Auftritt komme. Noch ein paar Wochen und dann hat jemand wie Damito gar keine Chance mehr. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich denke, ich bin mir ehrlich, wenn wir in Berlin wären, wäre irgendeiner schon längst gesigned. Und es wäre safe Shira und es wäre safe Sachbe. Die werden auch als erstes gesigned, ich spüre das. Da kommt jemand von einer anderen Stadt. Das ist bei Shira finde ich auch sehr starker Style, so als safe. Frau auch. Safe. So als Female Rapperin. Beim Sachbi fehlt mir noch manchmal dieses Bam, diese Energie. Aber ich glaube, aber ich finde geil, dass er auch so Drill-Sound macht und Trap. Er macht halt seinen eigenen Film. Ist auf jeden Fall ein interessanter Künstler, so von meiner Seite. Ja. Du musst denken, das ist mit anderen Städten, das ist wie bei Ruhr. Ruhr ist ja aus Messestadt und die wurde jetzt bei Life is Pain gesigned, bei PS Sports. Und der hat die ja über ein Jahr auf dem Schirm gehabt. Weißt du, und die pendelt jetzt auch immer nach Berlin, dann wieder nach München. Aber du musst ein Rapper kommt von einer anderen Stadt, weil München sich selber nichts gönnt.
Da muss jemand kommen aus Berlin, ein PS Sports. Schwierig. Ein PS Sports, Alter, der schon mit Savage schon so gearbeitet hat, seit mehreren Jahren dabei ist und der signed dann Ruhr. Weißt du, was ich meine? Und die ist auch ungefähr mein Alter, die ist vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Auch so Anfang, Mitte 20. Die wohnt auch bei mir dort in Messe. Ja, ich habe vorhin schon mit der Regie darüber geredet. Auf jeden Fall wäre auch mal sehr interessant, Ruhe hier zu haben. Dann haben wir uns ein Video von ihr angeschaut, weil die erst so nicht wussten, Ruhe. Und dann sehen wir ein Video. Sie hat hier in Soundstar Studios einen Ausschnitt von ihrem Video. War anscheinend mal hier mit irgendeinem alten Produzenten, mit einem Private oder so. Welches Video? Das weiß ich, habe ich gar nicht gesehen. Kann ich dir später mal zeigen. Da sieht man sie genau hier am Tisch und die Kabel halt dahin. Ja, aber ich höre Ruhe, ohne Witz. Ich höre mir die Songs von ihr hoch und runter an. So. Wenn du schläfst, das ist ein Favorite-Song von mir. Ohne Witz. Also, wenn ich mit jemandem ein Feature machen würde, ohne Witz, dann würde es, glaube ich, mit Ruhe sein. Das könnte ich mir gut vorstellen, so allgemein sowas. Man muss keine anderen Städte. Ja, ich versuche erstmal in München erstmal so mein Ding zu machen. München ist meine Stadt, weißt du, was ich meine? In welche Richtung soll eigentlich dein neues Projekt dann gehen, wenn du dann irgendwann mal damit anfangen sollst? Irgendwann mal, ja. Ich weiß nicht, eigentlich fühle ich eher so deeperes Zeug, so Real Talk, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, irgendwie so auszuteilen. Und dann kommst du wieder aus der Ecke und sagst Gangster-Rapper, weil ich irgendwo in einem Tattoo-Studio mit einer AK rumballer und eine Hörprobe drehe. Ja, auch deine Texte, also die letzten 3 Tracks waren schon krass. Ich war der arme Takino, was sagst du in den einen Track? Ich war hier am Block und ihr habt mich nicht mitgenommen. Heute komme ich so ungefähr. Ja, ich habe damals, also ich glaube, da habe ich gesagt, ich war damals jung, doch ihr wolltet mich nicht oder so. Ich kam als Kind in dieses Game, doch sie wollten mich nicht. Ja, wie gesagt, ich hab noch nicht ficken gesagt in den Songs. Also ich bin kein Gangster-Rapper. Nicht ficken, nicht bumsen oder sonst was. Jetzt komm. Aber dafür in deinen Blogs. Ja, wie gesagt, ich versuche so eine Real Talk Straßending zu machen. Ich glaube, das ist so mein Ding. Ich bin jetzt kein übelst krasser Gangster-Rapper, der jetzt sagt, Oida, ich fick dich von A bis Z, wenn es nicht stimmt. zum Beispiel, Option. Ja, Autotune stehe ich dazu, aber wenn dann so eine... Ja, Autotune ist... Machst du auch selber? Ich mache selber Autotune, jetzt nicht übertrieben, aber ich versuche es so gut wie möglich einzusetzen, so im Hintergrund oder für Hooks, so ein bisschen Melodie reinzubringen, weil die gerappten Hooks, die hören sich eintönig an, so monoton. Du sagst so, yeah. Ja, außer du bist ein Savage schon haust einen krassen Flow in ja, genau. Aber wenn du jetzt so... Oder ein Sido oder ein aber selbst Sido hat schon Autotune gemacht. AK aus der Kontrolle macht auch Autotune mittlerweile. Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn du es gut einsetzen kannst, wenn du die Stimme dazu hast, dann mach's. Weißt schon, sei offen für Neues. Weißt du, so. Aber trotzdem jetzt immer noch zu der Frage, was erwarten wir für einen Style so? Drill, Trap, Dancehall, keine Ahnung, Bushido-mäßig, Samra-mäßig, also Beats-mäßig her so. Also ich bin eigentlich immer recht offen, aber ich denke, das ist so eine Mischung aus Trap und Boom-Bap, so mit Melodie im Hintergrund, so. Aber es ist kein Drill oder so, weil Drill fühle ich nicht. Okay, so jetzt kommen wir noch zu einer abschließenden Frage auf jeden Fall. Die habe ich jetzt jedem gestellt, seitdem ich dabei bin. Ich glaube, ich ahne schon, welche Frage jetzt kommt, Alter. Die eine hast du eigentlich schon beantwortet, aber jetzt in Bezug auf die Realität, wen willst du featuren? Dann hast du gesagt Ruhe gerade. Ja. Aber meine Frage ist Traumfeature international und Traumfeature national. Boah. Wenn du jeden haben könntest, egal wem. Also international bin ich gar nicht so unterwegs, das brauche ich auch gar nicht so. Ich versuche national auf jeden Fall so Kool Savas, aber ich glaube, ich wäre gar nicht bereit für sowas. Also jemand wie Kool Savas, da fühle ich mich einfach scheiße, weil da mache ich, glaube ich, den Song kaputt. Wenn Savas dann so rüberbrettert und dann komme ich aus der Ecke so, yeah, ich bin im Block groß geworden, was geht ab? Nee, aber Sido, Savas auf jeden Fall oder wie gesagt Ruhr, sowas in der Art, so. Viel, ja, sowas. Oder Monet 192 oder 129, der macht auch so gesangmäßig, so auf chillig, der ist auch cool. Ja, so einzelne Favorites habe ich schon. Auf jeden Fall. Also dann hoffen wir mal, dass auf jeden Fall 2022 ein bisschen mehr kommt. Hoffen wir mal, ne? Und Takino. Ja, auf jeden Fall. Hat ja lang genug gedauert, bis du mal bei Artist Talk aufgetaucht bist. Komisch, ne? Aber du weißt, jedes Bambi findet den Wald irgendwann. Ja, Bambi ist am kürzen Beine, ne? Aber wahrscheinlich lang genug, Städte zu wechseln, von Stadt zu Stadt, ne?
Normal, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass du uns hier erhalten bleibst. Ja, auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Dass du auf jeden Fall, wenn dein nächstes Projekt kommt, Labelprojekt oder sonstiges, wir dich hier wieder am Start haben und du uns Auskünfte gibst, sehr wie, wo, was jetzt ist. Der rasende Reporter. Normal. Das heißt, wenn du die nächste Veranstaltung machst, weil Veranstaltung hast du ja jetzt auch ein paar Stück durchgepumpt. Ja, Mann. Sag Bescheid, Alter, der rasende Reporter kommt mit Tape-Deck. Safe. Was sagen Sie dazu? Wer hat wen gedisst? Ja, mit so einem Tape-Ding, Digga. Richtig oldschool und so. Ja, das wäre richtig wild. Zu Hause saugst du an im Balekta-mäßig und machst die Auswertung. Ja, Mann, das ist wild. Safe. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, Bruder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich küsse dein Herz. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Followt Takino Entertainment. Wenn nicht, schicke ich euch den Kai.